Es kommt immer wieder mal so der Gedanke, Negativität loslassen oder verändern wollen. Und ich glaube, wir müssen erstmal Negativität verstehen, warum die eigentlich existiert oder was die eigentlich für eine Kraft und Power eigentlich hat in unserer Gesellschaft oder in unserem eigenen Leben. Wir sind so geprägt von Negativität, also wir werden eigentlich wie aufgezogen von klein auf und wir haben eigentlich immer, umso mehr negativ wir gewesen sind, umso mehr Aufmerksamkeit haben wir eigentlich auch bekommen. Mhm. Wenn du einfach ruhig, glücklich in der Ecke gesessen bist. Ne? Hat dich keiner beachtet. Hat dich, ne? Ja. Wie keiner beachtet. Also die Negativität lockt Aufmerksamkeit. Und das haben wir von klein auf eigentlich gelernt. Und wieso sollten wir die loswerden? Wieso sollten wir die eigentlich loslassen? Oder man könnte jetzt wie so verstehen, warum das eigentlich so schwierig ist, Negativität loszulassen oder zu verändern. Die hat ja eine Wahnsinns-Power. Die größte Power. Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen. Ja, und man hat auch die ganze Zeit, finde ich, so selber, also es hat auch so die Power jetzt für mich, dass ich wer bin. Also wenn ich zum Beispiel ganz viele negative Gedanken habe oder Gedanken, die viele negative Sachen beschreiben oder mich damit beschäftige, habe ich wahnsinnig viel Daseinsberechtigung auch für mich, dass ich wichtig bin. Oh, ich habe so viele Probleme oder ich habe so viel zu tun. Also es ist so ganz viel Ich, es hat ganz viel Ich-Identifikation. Ja. Finde ich, ja. Und deshalb glaube ich, ist es auch so schwer, Negativität eigentlich wie so loszulassen, ne? Weil wir gar nicht den Grund wirklich sehen. Also wir können schon sagen, oh, positiver ist halt schöner oder glücklich sein hat ja auch was, ne? Aber Negativität hat diese Power, uns am Leben zu halten, also das Ich am Leben zu halten, genau, und Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja. Und solange die Negativität so viel Aufmerksamkeit bekommt, wird es an vorderster Front sein. Ne? Deshalb funktioniert es auch mit den Nachrichten oder mit den Problemen. Oh, ich habe mal ein Problem und sofort hören alle zu. Also umso negativer, umso mehr Aufmerksamkeit bekommt man in der Presse, in den Medien, bei YouTube, bei Facebook. Ne? Also Negativität kommt halt schon an. Das zieht einen so hin, es hat so einen Sog. Ja. Weil halt wirklich so, wenn die weg ist, was ist dann? Ja. Wir denken immer, oh, wir wollen glücklich sein oder wir wollen die Negativität loswerden, wir wollen positiv sein. Aber wenn sie wirklich weg wäre, was hätten wir dann noch für eine Daseinsberechtigung? Ja. Also so ist es jedenfalls für den Mind. Der Mind hat dann nur noch ganz wenig Daseinsberechtigung. Ja. Und da fällt ja ganz viel weg. Jemand, der glücklich ist, wird wie weniger beachtet. Ne? Er wird weniger beachtet. Du gehst durchs Leben wie mehr vereint, also mehr in Einheit mit dem Leben, umso glücklicher du bist. Ne? Ja, du hast nicht mehr so viel zu erzählen. Ja. Ne? Du hast nicht mehr so viele Themen. Jeder, der dich fragt, wie geht's dir? Oh ja, mir geht's super. So, fertig. Gesprächsstoff zu Ende. Ja. Ne? Du hast nichts mehr zu tun, gedanklich, dich die ganze Zeit zu beschäftigen. Also es fällt wahnsinnig viel weg und das ist mega ungewohnt. Ja. Wir sind das eigentlich gewohnt, dass wir die ganze Zeit beschäftigt sind mit irgendwelchen Themen, persönlich oder unpersönlich. Aber wir fragen uns auch oft, warum uns so viel Negativität eigentlich begegnet. Ja. Ne? Zum Beispiel in der Welt oder in den Nachrichten. Ne? Wir sind die Negativität. Ne? Also wir sind die Negativität auch füttern. Also wir schauen die negativen Nachrichten als erstes, ne? Aus Angst heraus. Wir füttern unsere negativen Gedanken mehr als die gedankenlose Stille. Ne? Also wir geben dem die Wahrnehmung, ne? Und wir geben der Gesellschaft die Wahrnehmung. Ne? Und um das zu ändern... Ja, ich finde ja noch so das Witzige, dass das Gegenteil von Negativität nicht Positivität ist. Also wir denken ja immer so, ich muss dann positiv sein. Ja. Und das ist ja noch anstrengender. Also meint der sehr negativ ist, dann jetzt noch positiv. Und jetzt muss ich meine Gedanken positiv manipulieren. Also noch mehr Gedanken, noch mehr
Kampf vielleicht gegen das, was ist. Und wenn wir es aber so sehen, wie wir es gerade gesagt haben, dass die Negativität, du nimmst einfach die Negativität weg. Ja, genau. Mhm. Weil positiv sein ist genauso eigentlich eine Anstrengung und eigentlich ein Kampf gegen dem, was tatsächlich wie so da ist. Ne? Also Positivität gibt ja auch eine Daseinsberechtigung, könnte man sagen. Du bist derjenige, der hier positiv ist. Genau, ja. Ne? Ja. So, ja. Und die wirkliche Positivität oder dieses Glücklichsein, nach dem wir uns sehnen, das kommt, wenn wir das alles wegnehmen. Also dieses in irgendwas zu gehen und einfach, ja, wie wir immer sagen, hierher kommen und eigentlich mal raus aus den ganzen gedanklichen, ja. Aber kommt dann gerade immer so die Frage, ja, warum? Also wenn das andere so eine starke Daseinsberechtigung gibt, ne? Wenn die Negativität eigentlich immer wieder siegt, könnte man sagen, also Destruktivität siegt, ne? Also es kriegt Aufmerksamkeit und so. Das Einzige, was helfen würde, ist, wenn du die Wahrnehmung eigentlich aufs Glücklichsein tatsächlich legst, auf das, wo in Frieden ist oder das, wo sich öffnet oder kreieren will. Ne? Man könnte auch sagen, Negativität zerstört oder macht eng. Ne? Es hat wird so eine Enge erschaffen und so. Und Glücklichsein ist eigentlich immer offen, frei und wir sagen halt intelligent. Halt auch. Also es kommt eine Intelligenz zum Vorschein in dieser offenen Weite. Ne? Und ich finde es nur wichtig, das, was du gesagt hast, dass positiv und negativ nicht glücklich, also positiv nicht glücklich sein ist. Ja. Das ist eigentlich nur der Gegenpol zum Negativsein. Ne? Aber wenn wir beide Pole eigentlich wie wegnehmen und unsere Wahrnehmung eigentlich in dieses Sein, also in dieses lebendige Kreieren von dem, was da ist, das ist manchmal viel stiller. Ne? Aber du kannst tatsächlich dann das Leben kreieren. Also du kreierst irgendwie dein Leben, du lebst tatsächlich. Ne? Und in Negativität tust du eigentlich das Leben blocken. Also du blockst mit Negativität. Ne? Und ich kann mir vorstellen, warum wir das nicht machen, ist, weil wir das nicht kennen. Also wir kennen maximal in der Meditation vielleicht in die Stille zu kommen. Und das ist dann so ein Moment von Aufatmen und Frieden empfinden. Und dass wir mit dem durchs Leben gehen können, das ist wie, also wir können uns das noch gar nicht vorstellen, weil was da noch so fehlt, ist eigentlich diese Lebendigkeit. Also in der Meditation kommt man oft in diesen No-Mind, ne? Also dass man einfach mal rauskommt aus dem Denken. Aber das ist immer noch nicht das, was wir meinen. Also es ist eigentlich noch tiefer. Also man geht wie in diese lebendige Stille. In der Stille ist eine Lebendigkeit. In der Stille kann alles da sein. Das heißt nicht, dass ich das verneine, was im Außen ist, sondern ich lasse mich einfach nicht gedanklich da immer wieder so reinziehen. Und das ist was wir eigentlich alle noch gar nicht so kennen. Also das wirklich zu leben, könnte man sagen, also das, was wir manchmal auch sagen, diese lebendige Spiritualität, das wirklich zu verkörpern und zu leben und im Alltag, das kennt der Mind nicht oder das kennen wir nicht. Ne? Wir lassen uns dann eigentlich wieder reinziehen oder haben dann das Gefühl, ja, was soll ich jetzt damit? Und das Erste, was kommt, das springt der Mind. Ja, das ist eigentlich wieder die Negativität. Ne? Wieder auf. Man geht dann wie eigentlich auf das Altbekannte so rauf. Ne? Ja, weil so eine Leere dann plötzlich da ist. Ne? Ja. Es ist wie so ein Gefühl. Aber die Leere ist eigentlich da, weil du aus was Kleinem eigentlich rauskommst in was Riesengroßen. Ja. Ne? Und das ist ja so die Illusion. Also wir denken, die Negativität hat eine Power. Ne? Aber sobald du die Power eigentlich entlarvst als mega klein, die Power von der Negativität ist mega klein. Sie ist im Mind. Ja. Ne? Im Mind hat die Negativität manchmal mehr Power als die Positivität. Aber wenn du die loslässt, ist eine Riesenweite da und eine Leere da. Ne? Und in dieser Leere ist eigentlich diese Lebendigkeit und die wirkliche Power, die wirkliche Größe da, die das Leben leben lässt. Ne? Also mit dieser Negativität blockieren wir halt eigentlich auch das Leben. Also wir cutten jedes Mal weiterzugehen. Ne? Weiterzugehen, als die Negativität uns erlaubt. Ja. Ne? Wenn wir die Negativität fallen lassen würden,
müssten wir fast die Schritte gehen. Genau. Also wir müssten Neuland, also wir müssten neue Wege gehen. Ja? Negativität beschützt uns auch, einen neuen Weg zu gehen. Total, ja. Aber auch zu leben. Also es hält uns wahnsinnig klein. Es hält uns mega, mega klein. Also für das bisschen Power opfern wir wahnsinnig viel. Weil jedes Mal, wenn wir die Negativität fallen lassen, erkennen wir eigentlich diese Weite. Ja? Also es ist manchmal wie, für einen meint es ist mega schwer, Negativität loszulassen. Also wenn er sich da mal so festgebissen hat. Ne? Aber in dem Moment, wo man es loslässt oder wo es losgelassen wird, erscheint immer diese Öffnung, diese Freiheit. Ne? Und die Menschen, die in Freiheit sind, würden nie die Negativität eintauschen. Also diese Kleinheit von Negativität. Ne? Ja, also das heißt eigentlich, dass die Negativität uns auch beschützt, wirklich Schritte zu gehen in unserem Leben. Ja. Ne? Das ist sicher ein Grund, warum die auch so stark da ist, weil man sich immer dann dahin wenden kann, nein, das ist ja so schrecklich, das Leben. Ja. Oder ich bin halt so negativ oder meine Wahrnehmung geht halt immer dahin und so. Aber an sich ist es so, weil wir sie nicht loslassen wollen, weil wir uns eigentlich sicher fühlen in der Negativität. Ja, und das andere ist dann eigentlich wie zu unsicher. Also das macht eigentlich auch Angst, diese eigenen Schritte zu gehen. Wirklich in die Freiheit zu gehen, wirklich dafür zu gehen, was ich will, wo mein Herz dafür schlägt, wo meine Sehnsucht ist. Das macht halt auch Angst. Deshalb sage ich, wir sind das gar nicht so gewohnt. Nee. Und wir haben Angst vor dem Neuen oft. Und das wäre wirklich neu, wenn ich mein Leben gehen könnte. Ja, wenn du ab heute irgendwie die Negativität sein lassen würdest. Ja. Ne? Und jedes Mal, wenn dir was begegnet, eigentlich ins Kreieren reinkommst oder deinen Schritt zu gehen oder einfach das als Möglichkeit siehst, dich zu bewegen. Manchmal ist ja auch was auf dich zukommt, ich muss mich bewegen oder ich muss in die Richtung gehen oder in die Richtung gehen. Da ist dann so eine Intelligenz da, weil du eigentlich immer in die Öffnung gehst oder eigentlich immer die Freiheit wählst über die Negativität. Ne? Und dann müsstest du dich mal fragen, wer geht denn in die Negativität rein? Wer ist denn das, der dich da immer reinzieht? Wer bei den Nachrichten das Dunkle sucht, also da ist ja irgendwas, wo das Dunkle sucht, das ist selbst das Dunkle, was wie eine Daseinsberechtigung haben will. Ne? Und nur wir können die Daseinsberechtigung wegnehmen. Weil wir mehr sind. Ja. Wir müssen eigentlich in unsere Power kommen, in die wirkliche Power. Ne? Und dann hat die Negativität oder die Destruktivität der ganzen Gesellschaft eigentlich keine Power mehr. Die hat keine Power mehr über dich, weil sie wird wie entlarvt. Es wird eigentlich entlarvt. Das ist eine Kleinheit. Das ist eine Kleinheit von der Gesellschaft, so destruktiv zu sein. Oder so spaltend, könnte man ja auch sagen. Ne? Und nur in der Einheit ist eigentlich die wirkliche Power und die Lebendigkeit, also in der Freiheit. In der Freiheit vom Sein. Die Natur ist nicht positiv oder negativ. Ne? Die hat tatsächlich die Power. Deshalb würde ich sagen, müssen wir uns eigentlich nicht drum kümmern, Negativität loszuwerden, sondern eigentlich zu erfahren, wer wir wirklich sind. Ja. Ob wir da drin stecken in dieser Negativität. Wir müssen die Negativität nicht loswerden. Wir müssen erkennen, wer wir sind. Ja. Wer geht rein in die Negativität und wer sind wir? Ja. Was lebt tatsächlich? Und wenn wir das erkennen, sind wir frei von dieser Negativität oder Positivität. Aber solange wir den Glauben haben, dass da so eine Power ist, ne, lockt uns das immer wieder. Lockt uns das. Ja, wir geben eigentlich unsere Power weg. Ja. Also wir geben ja genau. in das rein. Ja. Und sagen dann, das hat Power. Ja. Ja. Und wenn wir die zurücknehmen und sagen, nee, ich gebe nicht meine Kraft weg, die ist hier,
ist eine viel größere Power da, ja. Es hält uns einfach so klein. Negativität hält uns klein. Ja. Ne? Unintelligent, klein. Ja, schön. Und manchmal ist das für den Mind, finde ich schön, das so zu hören, weil dann wie eine Chance besteht, aha, okay, weil der Mind ist nicht so, dass der happy ist damit. Ne? Also wir sind sicher nicht happy mit dieser Kleinheit und irgendwas in uns sehnt sich nach was anderem. Deshalb versuchen wir es ja mit der Positivität. Ja. Ne? Aber wenn man wie so merkt, da gibt es wirklich einen Weg raus, das finde ich immer sehr hilfreich, das zu hören und vielleicht auch manchmal wie auszuprobieren, was ist denn, wenn ich nicht in die Negativität gehe und dass ich vielleicht das in der Hand habe, also wo ich hingehe mit meinen Gedanken, was ich glaube, wo ich reingehe, in welche, das vielleicht merkst du auch, ne? Oder wenn man das Video vielleicht jetzt auch hört, dass du dich rausziehen kannst aus dem, ne? Aus dieser Negativität, aus solchen Gedanken, aus solchen Gedankengängen. Ja, weil deine wahre Natur gibt dem Power. Es gibt der Negativität die Kraft zu überleben. Ne? Die Kraft zu überleben, dass du das Leben als Gegner siehst. Ja. Ne? So. Und wenn du es wieder rausnimmst, plötzlich merkst, wow, das geht wirklich. Ja. Und wie fühlt sich das an? Vielleicht kommt mehr Klarheit, vielleicht bin ich wirklich einfach mal hier in meinem Leben. Ja. Und nicht so. Weil irgendwie ist noch schön, also wir suchen eigentlich eine Negativität oder haben das gelernt, eigentlich Aufmerksamkeit zu bekommen. Genau. Ne? Aber wenn wir erkennen, wer wir sind, erkennen wir, dass wir selbst Aufmerksamkeit sind. Also wir sind selbst die Wahrnehmung, die wir eigentlich in der Negativität suchen oder bekommen haben. Also wir haben durch unsere Negativität Aufmerksamkeit bekommen, ob jetzt positiv oder negativ. Ne? Aber wenn wir das loslassen, diese Negativität, die Destruktivität der Gedanken, erkennen wir, dass wir mehr sind als das und erkennen, dass wir die Wahrnehmung sind. Also wir selbst sind die Wahrnehmung. Wir selbst sind die Wahrnehmung, die immer wieder in sich selbst erfährt, in dem, was kommt. Ja, und in der Wahrnehmung ist alle Aufmerksamkeit. Ja. Also das, was wir eigentlich suchen, ist da. Also wir müssen nicht negativ denken, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Also wir tun das irgendwo versuchen zu bekommen. Oder manche versuchen ja auch mit positiv Aufmerksamkeit zu bekommen. In unserem Sein, das ist Aufmerksamkeit, das ist Wahrnehmung. Also wir müssen es eigentlich nur zurückfallen lassen und kriegen alles geschenkt, was wir suchen. Und da können wir uns fragen, wo ist die tatsächliche Power? Die Power ist eigentlich im Loslassen. Die wirkliche Power ist eigentlich im Loslassen von der Negativität. Und sobald merken wir, dass das macht, es löst sich einfach auf. Also wer hat die Power? Nicht die Negativität hat die Power. Kriegen nur eigentlich einen kleinen Teil von Aufmerksamkeit dadurch. Sobald wir loslassen, haben wir wieder alle Aufmerksamkeit. Genau. Also wir haben eigentlich alle Aufmerksamkeit. Die Wahrnehmung wird wie so größer, weiter. Und man hat wie so alle Aufmerksamkeit. Und nicht nur einen kleinen Teil. Schön. Cool. Ja, schön, das mal so zu durchleuchten. Ja, genau. Cool. Schön. Danke. Danke dir.